Moin Moin und beste Grüße aus dem Headquarter hier in Hamburg. Wir sind wieder am Start und wir zeigen euch heute die 5 häufigsten Fehler beim Vorhand-Topspin. Ab geht die Fahrt. Der erste Fehler, eine absolute Katastrophe für jeden Tischtennisspieler, ist die Beinarbeit. Lieblingsthema, Leute, ihr müsst eine gewisse Dynamik untenrum haben, damit oben überhaupt eine gewisse Dynamik auch am Start sein kann. Wenn wir hier unten so stehen und selbst wenn wir oben eine gute Stabilität haben, sieht das nach einem schönen Topspin aus. Genau, wir müssen ein bisschen breiter stehen, ungefähr so eine Haltung, als würdet ihr einen Elfmeter halten wollen. Und dann können wir auch hier oben eine schöne Dynamik haben. Also Fehler Nummer 1, Beine sind zu dicht, haben keine Spannung und stehen so, dass wir oben keine Dynamik haben können. Kommen wir zu Nummer 2. Was fällt euch auf, wenn ich jetzt hier den Ball einfach mal durchziehe? So, man sieht, ich habe eine Armbewegung gemacht, die war nicht angespannt, mein Oberkörper war nicht angespannt, der Ball war langsam, das war kein sehr guter Topspin, das war nicht mal ein guter Topspin. Das heißt, wir müssen bei jedem Schlag darauf achten, wir haben unseren Schlagarm angespannt, wir haben auch unseren Nichtschlagarm, der ist immer in der gleichen Position wie unser Schlagarm, beziehungsweise holt immer eine Art Balance aus dem Körper heraus. Wir müssen unseren Bauch anspannen, wir haben unseren Oberkörper da drin und haben über die Drehachsen, Knie, Hüfte und Oberkörper die Spannung, um einen vernünftigen Topspin durchzuziehen. So Freunde, das ist euer Ellbogen und der macht bei einigen Tischtennisspielern 3 Fehler. Der erste Fehler ist, dass der Ellbogen nach vorne wandert. Das heißt, der bleibt nicht, wie wir es eigentlich wollen, hier neben dem Körper und dient als Drehachse, sondern der wandert nach vorne, das Schlägerblatt geht auf und dann gehen die Bälle einmal aus der Box oder aus der Halle, je nachdem, wie viel Power ihr habt. Problematisch ist auch noch bei der Variante, dass das Schlägerblatt offen ist und wir hier, das sieht ganz komisch aus, ne? Aber wir kriegen hier kaum Rotation rein, wenn der Ellbogen so nach vorne geht. Fehlerquelle Nummer 2 ist, dass der Ellbogen hier neben dem Körper so ein bisschen nach oben klappt und wir hier so eine Kirmesbewegung machen, so hoch die Hände, irgendwie Wochenende oder was auch immer. Das wollen wir natürlich auch nicht, sondern wir haben schon gesagt, wir wollen in dieser Drehachse bleiben, einen stabilen Ellbogen haben, der neben dem Körper bleibt. Und das dritte ist, dass manche anfangen, aus welchen Gründen auch immer, mit dem Ellbogen versuchen Schwung zu holen und dann irgendwie so eine Muay Thai-Bewegung reinzuballern. Das ist natürlich, es sieht wild aus, aber das brauchen wir nicht. Wir brauchen hier einen stabilen Ellbogen, eine gute Körperdrehung, dass wir hier nicht mit dem Ellbogen irgendeinen Käse machen. Kommen wir jetzt zu Nummer 4, die Durchführung des Schlags. Bei der Bewegung des Vorhand-Topspins haben wir eine diagonale Schlagführung bis zum Kopf. Wir haben es häufig gesehen, dass die Bewegung zur Brust geht auf einer parallelen und dadurch, durch diese Schlagbewegung zur Brust, richtet man automatisch den Oberkörper auf und die Ballflugkurve erhöht sich. Es ist eine hohe Fehlerquelle und wir haben nicht mehr eine saubere Technik. Also da auf jeden Fall darauf achten, wenn man ausholt, dass die Schlagbewegung eine leichte Schräge hat, zum Netz geht und am Kopf endet. So Freunde, bevor wir zum Fehler Nummer 5 kommen, einmal die Frage an euch. Was sind eigentlich eure Fehler, die ihr immer im Spiel macht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wir gehen darauf ein und machen eventuell da auch mal ein Video drüber. Fehler Nummer 5, absolut schwierig und blöd aus unserer Sicht ist, dass zu viel mit dem gesamten Arm ausgeholt wird. Wenn wir uns Profis angucken, Patrick Franziska, wenn der zieht, das ist alles sehr kompakt. Der Bauch ist angespannt, die Hüfte dreht sich, wir sind hier kompakt, bam, und ziehen den Ball richtig schön mit einer Dynamik durch. Was man sieht bei Leuten, die nicht jeden Tag Tischtennis spielen, die fangen manchmal an, hinten ganz weit auszuholen und auch den Arm zu strecken, weil sie denken, dass sie hier viel Schwung dadurch reinbekommen. Dadurch kriegt man weniger Schwung rein, weil man mit den falschen Winkeln arbeitet und mit den falschen Körperteilen. Anstatt hier Gas zu geben, fängt man an, aus dem Arm Schwung zu holen. Also für euch, bleibt hier schön kompakt. Holt zwar hinten aus, aber nicht zu weit hinten, nicht zu flach, sondern leicht geöffnet und dann könnt ihr auch hier auf Oberschnitt einen richtig schönen Ball durchziehen.
So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das waren die 5 häufigsten Fehler beim Vor- und Topspin. Genau, wie ihr richtige Raketen zündet, das seht ihr hier oben eingeblendet in unserem richtigen Lehrvideo, wo man sieht, wie man richtig da Gas gibt und den Hahn aufdreht. Viele Grüße aus Hamburg, macht diese Fehler nicht, bleibt sauber Leute und haut rein. Psst, Leute, ich habe doch noch einen kleinen Bonustipp für euch, hier aus Hamburg City. Und zwar, wichtig ist, dass ihr nach dem Schlag, nach dem ersten Schlag, nach dem zweiten Schlag, nach dem dritten Schlag in Bewegung bleibt und nicht sagt, okay, ich ziehe ein oder ich konter einen Ball und jetzt starte stehen bleibt und dann den nächsten Topspin so spielt. Die Beine müssen in Bewegung sein zwischen den Schlägen und gerade beim Vor- und Topspin ist es wichtig, dass mit dem rechten Bein, bei mir als Rechtshänder, eine Aktivierung geschieht und dadurch die Öffnung passiert. Dann haben wir eine gute Dynamik und können uns auch gut in den nächsten Ball reinstellen. Häufig sehe ich das bei Leuten, die das erste Mal zu uns kommen, dass die einen Ball spielen und dann so den zweiten Ball spielen wollen. Das wollen wir nicht. Wir wollen hier eine Dynamik haben und uns gut dazu stellen und gut auf den Beinen sein. Flinke Beine, nicht stehen, so Elefanten-Style. Und das war unser kleiner Bonustipp für euch.